Im heutigen Coffee Break geht es um Single Stock Picking. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Was ist Single Stock Picking? Single Stock Picking ist, wenn du deinen Aktienanteil in deinem Portfolio aus ein paar einzelnen ausgewählten Aktien aufbaust. Im Gegensatz zu, wenn du deinen Aktienanteil über breit diversifizierte Anlageinstrumente wie ETFs oder Indexfonds abbildest und damit den ganzen breiten Aktienmarkt im Portfolio haltest. Warum neigen viele Anleger und Anlegerinnen dazu, ihren Aktienanteil mit einzelnen Aktien aufbauen zu wollen, sogenanntes Single Stock Picking? Die Frage ist eigentlich interessant und relevant, weil recht viele Leute machen das. Also auch bei uns, unsere Kundschaft kommt immer wieder an uns an und fragt nach dem, oder wer dem interessiert, dass man einzelne Aktien im Portfolio halten kann, statt ETFs und Indexfonds. Aber warum? Der Grund ist, dass viele Leute denken, dass sie vorhersehen können, welche Aktien besser rentiert werden als andere. Dass sie die erfolgreichen Aktien von den nicht erfolgreichen Aktien unterscheiden können. Das ist aber extrem schwierig. Aber ein anderer Grund ist vielleicht auch einfach psychologisch, dass man sich dann wie näher am Portfolio fühlt. Dass man irgendwie weiss, jetzt hat man Novartis oder man hat Nestle oder hat Tesla im Portfolio. Man kann sich vielleicht besser mit dem identifizieren. Ein ETF oder ein Indexfonds ist natürlich ein bisschen abstrakter, weil da ist noch der Fonds dazwischen. Was ist die Herausforderung oder vielleicht auch der Nachteil von Single Stock Picking? Eine Herausforderung mit Single Stock Picking ist, dass du größere Volatilität, sprich mehr Risiko im Portfolio hast, als wenn du es mit einem breit diversifizierten Anlageinstrument wie einem ETF oder einem Indexfonds machst. Vor allem, wenn die Anzahl von Instrumenten, sagen wir die Anzahl von Aktien oder Obligationen klein ist, sagen wir 10 oder 15 Stück. Aber du fährst eigentlich also Risiko von einem Totalverlust. Denk an Liebhaberaktien wie Swissair. Swissair ist irgendwann einfach nicht mehr wert gewesen, aber das ist nicht das einzige Beispiel. Solche Beispiele gibt es immer wieder. Es hat Enron gegeben, es hat Lehman Brothers gegeben, es hat Wirecard gegeben, es hat die AT1-Obligationen von der CS gegeben. Das zweite Problem mit Single Stock Picking ist, dass du versucht bist, immer mehr Trades zu machen. Vielleicht findest du jetzt die und die Aktie gut, aber in einem halben Jahr findest du andere Aktien viel spannender, weil sie dann in die Medien kommen und so weiter. Du neigst eigentlich mit Single Stock Picking immer dazu, mehr Trades zu machen. Und irgendwann bist du gar kein Investor mehr, sondern bist ein Trader. Braucht Single Stock Picking? Brauchst du die einzelnen Aktien oder Obligationen in deinem Portfolio? Wenn du darauf verzichten kannst, dass du sie aufgelistet im Portfolio siehst, direkt nicht in einem ETF verpackt oder im Indexfonds, brauchst du sie nicht. Ein ETF oder ein Indexfonds bildet dir einen ganzen Aktienmarkt oder einen ganzen Obligationenmarkt viel effizienter und viel diversifizierter ab. Du sparst mit dem Kosten und musst dich auch nicht um Stockpicking kümmern. Hast du auch mal mit einer Aktie einen grossen Gewinn gemacht oder einen Totalverlust gemacht? Was sind deine Erfahrungen mit Single Stock Picking? Das würde mich interessieren. Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.